Akzeptanz, sondern es war einfach so etwas, was so gemacht wurde. It was just something that was understood. They just did it. Etwas, was die Leute halt so kannten, was sie so machten. Now, there would be all sorts of different events in which these acts took place. Most commonly, though, was at the time of harvest and the rains. Es gab verschiedene Ereignisse, wo solche Sachen stattfanden. Hauptsächlich aber zu der Zeit der Ernte und zu der Zeit des Regens. And so, not only these type of practices, but there was also offerings, the blood offerings that were given. Es waren nicht nur so Sachen, die praktiziert wurden, sondern auch es wurden auch Blutopfer gebracht. And in a lot of ways, the Canaanite offering system is very similar to that of Israel's. Und es gibt da viele Gemeinsamkeiten zwischen dem kanaanitischen Anbetungskultus und dem der Israeliten. They offer burnt offerings and peace offerings to their God, free will offerings, these kind of things. Die haben auch Brandopfer gebracht und Friedensopfer und freiwillige Opfer ihren Göttern. Even the Canaanite and Ugaritic texts say that they had to offer their offerings without blemish and pure offerings. Auch die Texte der Kanaaniter, der Ugariter sagen, dass sie das Opfer fehlerlos bringen mussten, dass das ein fehlerloses Tier sein sollte. And while the religious meaning, while the vocabulary is very similar, the religious meaning is very different. Und obwohl die Worte, die da benutzt werden, sehr ähnlich sind, das Vokabular, ist auch die Bedeutung des Ganzen total anders. The Canaanite religions offered to many different gods, Bei den Kanaanitern wurden diese Opfer vielen verschiedenen Göttern gebracht, not just one. nicht nur einen. And they offered in a plethora of different ways. Die haben eine Vielfalt von verschiedenen Arten benutzt, um diese Opfer zu bringen. And the most famous one is the most unique one of boiling a calf in its mother's milk, which was supposed to bring rain upon the land. Und eine sehr einzigartige Art zu opfern war, ein Kalb in der Milch seiner Mutter zu kochen, weil das sollte dann den Regen auf das Land bringen. The child's sacrificial system was unto the god Molech, Die Kinderopfer wurden dem Gott Molech gebracht. Moloch. which it sounds like you guys know about. Es hört sich so an, als ob ihr schon davon gehört habt. But just as a refresher, the people would bring the firstborn to offer to Molech. Die Leute haben ihren Erstgeborenen oder ihre Erstgeborene gebracht, um dem Gott Moloch ein Opfer zu bringen. They would light a fire inside of a bronze statue until it burned red hot. Sie haben innerhalb von einer bronzenen Statue ein Feuer angezündet, bis diese ganze Statue heiß gebrannt hat. And then either they would put the child onto the burning hot hands of the statue, Und dann haben sie das Kind entweder auf die brennend heißen Hände dieser Statue gelegt or into the mouth of the statue. oder in den Mund dieser Statue. And while the child was roasted alive, they would play music to drown out the screaming. Während das Kind dann lebendig gebraten wurde, haben sie Musik gespielt, um seine Schreie zu übertönen. And that was an act of offering the firstborn of life to the God in hopes of being blessed. Der Sinn davon war, das Erstgeborene des Lebens zu bringen, um von diesem Gott gesegnet zu werden. Which is why the last chapter of Leviticus or the end chapters of Leviticus are so important in redeeming the firstborn instead of offering the firstborn in sacrifice. Jetzt überlegt mal, wie wichtig die letzten Kapitel von 3. Mose sind, wo es darum geht, die Erstgeborenen zu erlösen, anstatt sie tatsächlich als Opfer darzubringen. So with the gods, as we've mentioned, there is a regionality or a territorial mindset for the people. Bei den Göttern, das haben wir schon gesagt, gab es so eine regionale Überzeugung, dass ein Gott für eine bestimmte Region zuständig ist. You've heard that from Exodus, but we'll see it very particularly in the book of Joshua. Das habt ihr schon in 2. Mose gehört, aber das sehen wir jetzt in Josua noch so viel mehr. People believed that when they went to battle, the gods went with them. Die Menschen glaubten, wenn sie in Krieg zogen, dann zogen die Götter mit. And that a battle against another nation is not just against the people, it's actually the gods fighting together, and whoever won had the more powerful god. Ein Kampf gegen ein anderes Volk, da ging es nicht nur um die Menschen, die kämpften, sondern die Götter kämpften mit. Und wer immer gewann, hatte also die mächtigeren Götter. You'll see this very specifically in the book of Kings with Assyria. When they come to conquer Judah, it's their God that has been conquering all the nations. Das sehen wir dann
im Buch der Könige, wo die Assyrer kommen und Juda erobern, da heißt es, ihr Gott hat diese ganzen Nationen erobert. And so in Joshua, it is Yahweh who is conquering the promised land. In Josua ist es also Jahwe, der das verheißene Land einnimmt. And so we'll highlight some of those aspects here for us to understand better the perspective of the people. Das werden wir uns also immer mal wieder hervorheben, um zu verstehen, was die Perspektive der Menschen war. The interesting thing, though, is that Israel, by the time they get to the end of the conquering of the promised land, they only will conquer the hill country. Was interessant ist, ist, dass Israel, wenn sie dazu kommen, so das meiste des verheißenen Landes eingenommen zu haben, werden sie nur die Hügellandschaft einnehmen. I'll show you a map of that later on. Ich zeige euch später eine Karte davon. But it seems like it connects with this idea that Yahweh is the God of the hills. Es scheint, dass da so eine Vorstellung herrschte, Jahwe wäre der Gott der Hügel. Abraham met God at Mount Moriah. He met him in other hill places throughout the book of Genesis. Jacob also met him on a hill outside of Bethel. Abraham hat Gott auf dem Berg Moria getroffen und dann auch auf verschiedenen anderen Hügeln. Auch Jakob hat dann Gott auf einem Hügel angetroffen, wo dann Bethel entstand. The law was given at Mount Sinai. Das Gesetz wurde ihm am Berg Sinai gegeben. There's a number of really powerful connections with mountains throughout the Bible. Es gibt eine ganze Reihe von ziemlich aussagekräftigen Verknüpfungen mit Bergen in der Geschichte der Bibel. And what this seems to create inside of Israel's perspective is that God, they can win in the hill country. That's no problem. God totally has all the power in the hills. Scheinbar hat sich das in den Köpfen der Israeliten festgesetzt. Ja, im Hügelland, da können wir siegen. Gott hat eine Menge Macht in den Hügeln. But when it comes to the plains, they have a much harder time conquering anybody who's in flat land. Aber auf den Ebenen tun sie sich so viel schwerer damit, irgendjemanden dort zu besiegen. And it seems like their faith might be lacking in those areas, even though God says, I'll be with you everywhere. Und es scheint, dass ihm da doch ein bisschen Glaube fehlt, obwohl Gott ihnen sagt, ich werde überall bei euch sein. So we can't think that Israel at this time is like Christians today, where we believe God is omnipresent, omniscient, He knows everything, He's all powerful, He's everywhere. Wir können uns die Menschen damals also nicht wie Christen heutzutage denken, die glauben, dass Gott allgegenwärtig ist, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist. Even though God is forming their mind, they are still children of their own culture. Obwohl Gott ihr Denken verändert, sind sie immer noch Nachfahren ihrer eigenen Kultur. All right, so it's about 10:30, so I just want to give some room for any questions that you guys have before we break. Anything we've covered that you want more clarity on? Es ist fast 10:30. Lasst mal hören, habt ihr Fragen, bevor wir, oder möchtet ihr noch was besprechen, klarer erklärt bekommen, bevor wir in die Kaffeepause gehen? All right, so then let's take a break. When we come back, we'll look at Holy War and we'll get into the book of Joshua. Okay, machen wir jetzt mal Pause. Wenn wir zurückkommen, dann schauen wir uns Heiligen Krieg